Ah, das ist das Leben. Hörst du das, Anna? Das Meer ruft. Hallo zusammen, ich bin Lukas und ich bin im Paradies. Hallo Lukas, ja, das Meer ruft, aber die Möwen schreien auch und der Sand ist überall. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Anna. Ach, Anna, sei nicht so negativ. Wir sind am Strand. Es ist Sommer. Ja, es ist Sommer und es ist heiß. Aber das ist unser Thema heute. Ein Tag am Strand oder am Meer. Wir werden lernen, wie man über einen Strandtag spricht. Wir lernen das Vokabular für Sonne, Wasser und Sand. Und wir üben das perfekt, um von unserem Ausflug zu erzählen. Das ist eine sehr lange, sehr sonnige A2-Lektion. Ich liebe den Strand. Ich liebe Schwimmen. Komm, Anna, wir müssen uns vorbereiten. Okay, bevor wir ins Wasser gehen, müssen wir packen. Was brauchen wir für den Strand? Wir sind noch zu Hause. Wir haben eine große Strandtasche. Was werden wir einpacken? Das Wichtigste ist die Kleidung. Ich packe meine Badehose ein. Und du brauchst deinen Badeanzug oder deinen Bikini. Richtig, die Badehose für Männer, der Badeanzug für Frauen. Ich nehme meinen blauen Badeanzug. Was noch? Wir müssen uns abtrocknen, wenn wir nass sind. Wir brauchen ein Handtuch. Oder besser 2 Handtücher. Ein Handtuch. Das Handtuch. Neutrum. Ich packe 2 große Handtücher ein. Und was ist mit der Sonne? Die Sonne ist gefährlich. Wir brauchen Schutz. Wir brauchen Sonnencreme. Viel Sonnencreme. Die Sonnencreme. Und für die Augen? Für die Augen brauchen wir eine Sonnenbrille. Und für den Kopf? Einen Hut oder eine Kappe. Ich nehme meinen Strohhut. Wiederholen wir den Inhalt der Tasche. Die Badehose. Das Handtuch. Die Sonnencreme. Die Sonnenbrille. Anna, wirst du ein Buch mitnehmen? Futur 1? Ja, natürlich. Ich werde am Strand lesen. Ich liebe Lesen am Strand. Und du? Wirst du einen Ball mitnehmen? Ja, ich werde einen Wasserball mitnehmen. Wir können spielen. Hast du die Wasserflasche eingepackt? Oh, nein. Ich habe das Wasser vergessen. Warte, jetzt habe ich es eingepackt. Die Tasche ist voll. Wir sind bereit. Wir steigen ins Auto. Wir fahren an den Strand. Ist der Strand weit weg? Nein, nicht weit. Wir fahren 30 Minuten. Aber, oh nein, schau auf die Straße. Was ist los? Es gibt viele Autos. Wir stehen im Stau. Traffic Jam. Alle wollen heute ans Meer. Das ist normal. Es ist Wochenende und die Sonne scheint. Wir müssen geduldig sein. Schau in den Himmel, Lukas. Der Himmel ist blau. Keine Wolken. Die Sonne scheint. Es ist sehr warm. Die Sonne scheint. Es ist warm. Es ist heiß. Zum Zuhörer. Wie ist das Wetter bei Ihnen? Scheint die Sonne? Endlich! Wir sind da. Wir sind auf dem Parkplatz. Wir steigen aus. Riechst du das, Anna? Ja, es riecht nach Salz und Fisch und nach Sonnencreme. Wir gehen über die Düne und da ist es. Das Meer. Es ist riesig und blau. Und der Sand. Der Sand ist weiß und weich. Aber er ist auch heiß. Das Meer, der Sand, die Wellen. Stellen Sie sich vor, das blaue Meer, der warme Sand. Wir sind am Strand. Grammatik: an dem Strand, am Strand. Dativ.
Position. Hilfe. Lukas, helf mir mit dem Sonnenschirm. Ich muss ihn in den Sand stecken. Kein Problem, ich bin stark. So, der Schirm steht. Wir haben Schatten. Ich liebe die Sonne, aber Schatten ist wichtig. Apropos Sonne. Es ist Mittag. Wir müssen uns eincremen. Das ist ein reflexives und trennbares Verb. Sich eincremen. Ich creme mich ein. Du hast recht, ich will keinen Sonnenbrand. Sunburn. Das tut weh. Ich creme mich auch ein. Auf den Schultern, auf dem Rücken, im Gesicht. Cremst du dir den Rücken ein? Kannst du mir helfen? Kannst du mir den Rücken eincremen? Ja, natürlich. Wir legen unsere Handtücher auf den Sand. Wir legen uns hin. Reflexiv. Sich hinlegen. Das ist gemütlich. Ich liege im Schatten, du liegst in der Sonne. Du willst braun werden. To get a tan. Ja, ich will braun werden. Aber ich passe auf. Mir ist heiß. Ich schwitze. Ich möchte ins Wasser gehen. Ich möchte schwimmen gehen. Kommst du mit? Das Wasser. Ist es nicht zu kalt? Nein, es ist erfrischend. Komm schon, Anna, sei kein Frosch. Wir gehen ins Meer. Okay, ich komme mit. Aber langsam. Wir laufen zum Wasser. Ih, es ist eiskalt. Nein, es ist herrlich. Komm ganz rein. Tauchen wir unter. Puh, okay, ich bin nass. Jetzt schwimme ich. Ich schwimme. Du schwimmst. Wir schwimmen. Zum Zuhörer. Können Sie schwimmen? Schwimmen Sie gern im Meer oder im Pool? Achtung, Lukas, eine Welle. Bäh, Salzwasser. Das schmeckt nicht gut. Ich habe Wasser in den Augen. Das gehört dazu. Wollen wir mit dem Ball spielen? Ja, wir werfen den Ball. Ich werfe, du fängst. Mir wird kalt, ich gehe raus. Okay, ich komme auch raus. Ich muss mich abtrocknen. Wo ist mein Handtuch? Schwimmen macht hungrig. Ich habe Hunger wie ein Bär. Lass uns picknicken. Gute Idee. Was haben wir zu essen? Ich habe Brötchen geschmiert mit Käse und Wurst. Und wir haben Obst, Äpfel und Bananen und Kekse. Lecker. Aber Vorsicht mit dem Sand. Ich mag keinen Sand im Brötchen. Es knirscht zwischen den Zähnen. Ich mag auch keinen Sand. Wir müssen aufpassen. Wir trinken Wasser. Es ist wichtig, viel zu trinken. Und nach dem Essen? Was machen wir dann? Wir dürfen nicht sofort schwimmen. Wir müssen warten. Ich werde ein bisschen lesen. Und du? Ich werde eine Sandburg bauen. Wie ein Kind. Ich habe einen Eimer und eine Schaufel. Eine Sandburg? Wirklich? Okay, viel Spaß. Ich werde dir zuschauen. Der Tag geht zu Ende. Die Sonne geht unter. Das ist der Sonnenuntergang. Es wird kühler. Es ist wunderschön. Das Licht ist orange und rot. Aber aua, meine Haut brennt. Oh, Anna, du bist ganz rot. Du hast einen Sonnenbrand. Wirklich? Oh nein, ich habe vergessen, mich noch einmal einzucremen. Das ist nicht gut. Das wird heute Nacht wehtun. Wir müssen nach Hause fahren und Creme, also After Sun, drauf machen. Ja, packen wir zusammen. Wir müssen den Müll mitnehmen. Wir lassen nichts am Strand. Wir sagen dem Meer auf Wiedersehen. Tschüss, Meer. Bis zum nächsten Mal. Was für ein Tag. Wir sind wieder zu Hause. Wir sind müde, aber glücklich. Und Anna ist rot.
Es ist Zeit für die große Wiederholung. Der Test. Ich bin bereit. Anna, erzähl uns von unserem Tag. Benutze das Perfekt. Was haben wir heute Morgen gemacht? Okay. Heute Morgen haben wir die Tasche gepackt. Ich habe meinen Badeanzug und mein Handtuch eingepackt. Wir sind mit dem Auto zum Strand gefahren. Es hat Stau gegeben. Oder wir standen im Stau. Sehr gut. Und als wir angekommen sind? Wir sind zum Meer gegangen. Du hast den Sonnenschirm aufgestellt. Wir haben uns eingecremt, aber nicht genug. Und dann? Dann sind wir schwimmen gegangen. Das Wasser war kalt. Präteritum für Zustand. Wir haben mit dem Ball gespielt. Danach haben wir gepicknickt. Du hast eine Sandburg gebaut. Und am Ende? Am Ende habe ich einen Sonnenbrand bekommen und wir sind nach Hause gefahren. Bravo, Anna. Das war eine perfekte Zusammenfassung im Perfekt. Du hast sein, gefahren, gegangen und haben, gepackt, gespielt, richtig benutzt. Danke, Lukas. Es ist einfach, wenn man einen schönen Tag hatte. Ihre letzte Mission. Schreiben Sie uns in die Kommentare. Was machen Sie am liebsten am Strand? Schreiben Sie: Ich schwimme, lese, schlafe, esse Eis. Benutzen Sie am liebsten. Ich schwimme am liebsten. Wir freuen uns auf Ihre Strandaktivitäten. Vielen Dank für diesen Ausflug, Lukas. Danke dir, Anna. Und gute Besserung für deinen Sonnenbrand. Danke an alle Zuhörer. Auf Wiedersehen. Tschüss und vergesst die Sonnencreme nicht.